Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Marietta Slomka. Guten Abend. 95 Thesen wurden in der Lutherstadt Wittenberg heute zwar nicht angeschlagen, aber um Thesen ging es durchaus, nämlich um die Frage, welche Konsequenzen regierende Politiker aus den Ergebnissen der Europawahl ziehen sollten. Allen voran der Bundeskanzler, der sich in Wittenberg heute mit den Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder traf. Vom Land Berlin abgesehen gilt für alle, dass die AfD bei ihnen als stärkste Kraft abschnitt. Das besorgt einen CDU-Ministerpräsidenten in Sachsen nicht weniger als eine SPD-Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern. Für die SPD war diese Europawahl allerdings in jeder Hinsicht desaströs, im Osten nur ganz besonders. Von dem Treffen heute berichtet Andreas Weise. Man kennt sich, man schätzt sich über Parteigrenzen hinweg und man hat ein gemeinsames Problem. Die AfD als stärkste Kraft bei den Europawahlen. Konferenz der ostdeutschen Länderspitzen in der altehrwürdigen Leukorea in Wittenberg. Luther und Melanchthon wirkten hier. Heute geht es darum, Antworten zu finden auf die aktuelle Stärke von AfD und BSW. Wir haben eine Zäsur erlebt bei der Europawahl. Und wer das jetzt nicht ernst nimmt, der weiß, dass wir dann irreversibel Verschiebungen in der Bundesrepublik in Kauf nehmen müssen, die wir noch alle bereuen. Ansatzpunkte verzweifelt gesucht. Unsere Rentnerinnen und Rentner leben zu 97% nur von der gesetzlichen Rente. Wer diese Rente angreift, der macht was falsch. Und das ist zum Beispiel ein starkes Thema. Nach der Mittagspause kommt per Helikopter der, dem Sie hier mal richtig die Meinung sagen wollen, der mit seiner Ampelregierung an der Schwäche der demokratischen Mitte mitschuld sein soll, Bundeskanzler Olaf Scholz. Freundliche Begrüßung, Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Dann 90 Minuten Klartext. Es geht um Energiesicherheit, Gesundheitsversorgung, illegale Migration. Hier habe sich ja schon einiges getan, so Scholz hinterher. Das wird sich dann auch auswirken, wie wir das jetzt ja auch sehen, an dem Rückgang der Zahl derjenigen, die zu uns kommen im Rahmen der irregulären Migration. Und wir werden alles dafür tun, dass dieser Trend sich weiter fortsetzt. Es hat auch dazu geführt, dass wir Grenzkontrollen eingeführt haben, schon lange vor der jetzigen Europameisterschaft. Und das werden wir auch sicherlich noch länger so fortführen. Doch da sind auch noch die Abstiegsängste und andere Sorgen vieler Ostdeutscher. Wie man da bis zu den Wahlen in Sachsen und Thüringen noch etwas drehen will, der Kanzler ist überzeugt, dass, wenn es drauf ankommt, Bewährtes gewählt wird. Es geht jetzt hier um die Wahl von Regierung. Und wenn ich die Bürgerinnen und Bürger richtig verstehe, bei den anstehenden Wahlen, aber auch bei Wahlen, die ansonsten in Deutschland stattfinden, wissen Sie das ganz gut zu unterscheiden. Wo ist eine Wahl, wo es darum geht, wer ist hier der Bürgermeister, die Bürgermeisterin, wer ist Ministerpräsident, Ministerpräsidentin, wer wird Regierungschef in Deutschland. Und das führt auch dazu, dass die Abwägungen, die dabei getroffen werden, anders sind. Das Treffen der ostdeutschen Länderspitze mit Olaf Scholz, wenig Konkretes, aber gut, dass er sich den Themen hier stellt, so der Tenor. Dann hebt der Kanzler wieder ab. Das große Donnerwetter blieb wohl nicht nur am Himmel über Wittenberg aus. Doch Scholz hat viel zum Nachdenken im Gepäck. Das Nachdenken über Deutschland bringt in diesen Zeiten so manchen um den Schlaf. Der Erfolg populistischer Parteien ist zwar wahrlich kein rein ostdeutsches Phänomen und ja auch generell kein spezifisch deutsches, wie der Blick über die Landesgrenzen zeigt. Trotzdem stellt sich die Frage, warum mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung das Wahlverhalten in Ost und West doch deutliche Unterschiede aufweist. Einfache, eindeutige Antworten gibt es darauf kaum. Die hat auch Melanie Haag nicht gefunden in ihrer Reportage aus Thüringen. Aber Eindrücke und Stimmungsbilder. Das war mal eine Badewelt. Das Waikiki in Zollenroda-Triebes. 90er Jahre Investition, heute Sanierungsfall. Der Zuschuss der Stadt scheiterte am Streit im Stadtrat. Ein Symbol für verfehlte Politik, sagt die frisch gewählte Bürgermeisterin. Um es mal ganz einfach auszudrücken, geht es denn eigentlich den Stadträten jeden nur um eigene und private Interessen? Das kommt beim Wähler an. Bergmann kandidierte für eine Wählervereinigung, gewann die Stichwahl gegen die AfD. Übergabe im Rathaus vom parteilosen Nils Hammerschmidt. Also wenn, dann sollen sie Termine mit dir machen. Ja. 9 Wählergruppen im neuen Stadtrat, keine gewohnten Mehrheiten mehr. Bei der Europawahl legten hier AfD und BSW stark zu, auf Kosten der etablierten Parteien. In Zollenroda trifft Politik auf verunsicherte Wähler.
Natürlich sind die Leute angespannt. Energiepreise, dann der Ukraine-Krieg, die Flüchtlingspolitik. Das sind alles Themen, auf die die kommunale Ebene eigentlich gar keinen Einfluss hat. Und dann doch strahlt es nach unten. Das ist so Unverständnis für die Menschen, dass viel gefordert wird, nichts erklärt wird und alles von heute auf morgen geht. Damals größter Möbelexporteur der DDR. Heute ist Zeulenroda jeden Montag Sammelbecken für Frust und Wut gegen Fremde und die Ampel. Dagegen ein Aktionsbündnis. Viele Fronten. Ich habe 1050 € Rente. Meine Frau, die kriegt 700 € Rente. Ist das was zum Leben? 700 € Miete und die ganzen Nebenkosten. Und dafür 45 Jahre gearbeitet. Frust ist noch nie ein guter Ratgeber gewesen. Also jeder müsste ja eigentlich seine Chance wahrnehmen, um zu sagen, was ihm bewegt. Und das wäre zum Beispiel auch hier bei Stadtratssitzungen viel mehr Präsenz zu zeigen. Ortswechsel Erfurt. Treffen der Jusos der SPD. Wahlschlappen aufarbeiten, Neumitglieder willkommen heißen, Mandate der Kommunalwahl feiern. Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass ihr alle gewählt wurdet. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns als junge Menschen einbringen, weil unsere Perspektive oft noch gar nicht vorkommt. Grillabend mit den grünen und linken Jugendverbänden. Nicht nur mitmachen, vieles anders machen wollen sie. Mein Wunsch an die SPD ist, dass sie sich nicht von rechten Narrativen treiben lässt und stattdessen glaubwürdige soziale Antworten auf aktuelle Fragen bietet. Wenn man jetzt irgendwie die Debatten zum AfD-Erfolg verfolgt, dann geht es halt immer nur um Ostdeutschland. Es wird irgendwie darum geredet, wie schlimm es im Osten ist. Und es wird wenig irgendwie um die Gründe, über die Gründe geredet, über die sozialen Gründe. Es geht halt auch um Garantien zu geben, an die Leute halt glauben. Abgestimmt wird darüber in 2,5 Monaten in Thüringen. Diese Landtagswahl die nächste Probe für alle Parteien. Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass die Zustimmungsraten für die AfD weiterhin hoch sein werden. Trotz Korruptions- und Spionagevorwürfen, trotz Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Etwas, was Parteien, auch die AfD, früher dringend zu vermeiden suchten. Inzwischen scheint der AfD das beinahe gleichgültig zu sein, ähnlich wie ihren Anhängern. Danach habe ich vorhin Verfassungsschutzpräsident Haldenwang im Interview gefragt. Er hat heute zusammen mit der Bundesinnenministerin den aktuellen Verfassungsschutzbericht vorgestellt. Ein in vieler Hinsicht düsteres Dossier, berichtet Klaus Brodbeck. Keine angenehme Lektüre. Die Besetzung durchweg eher böse, die Handlung durchweg eher bedrückend. Es geht um Gefahren für die Demokratie, für uns alle. Unsere Demokratie ist stark, sie steht aber auch unter erheblichem Druck. Wir müssen uns inneren Bedrohungen durch Extremismus ebenso entschieden entgegenstellen wie den äußeren Bedrohungen. Vor allem durch das russische Regime und dessen massive hybride Bedrohung. Vor 4 Wochen erst fiel die CDU einem Cyberangriff zum Opfer. Auch chinesische Dienste könnten dahinter stecken. Sicher ist das noch nicht. Fest steht dagegen: Bereits im Herbst drangen Hacker des russischen Geheimdienstes GRU in Computersysteme der SPD ein. Russland spioniert massiv und unternimmt viel, um hierzulande Verunsicherung zu streuen. Generell gilt, Konflikte im Ausland wirken sich stark aus, auch bei uns, etwa der Krieg in Nahost. Durch den menschenverachtenden Terrorangriff der Hamas auf Israel eskalierte ein weiterer Konflikt jenseits unserer Grenzen mit direkten Auswirkungen auf die innere Sicherheit. Der Krieg wirkt wie ein Brandbeschleuniger für Antisemitismus. Rechte, linke Gegner Israels nutzen den Konflikt als Bühne. Unabhängig davon, schon lange warnen die Behörden vor islamistischen Einzeltätern. Der Mord von Mannheim scheint sie zu bestätigen. Wir haben die islamistische Szene im Visier. Unsere Sicherheitsbehörden haben auch in den letzten Monaten mehrfach frühzeitig zugeschlagen, um Anschlagspläne zu verhindern. Wir haben zahlreiche Gesetzesverschärfungen vorgenommen, um gegen Islamisten viel härter als unter früheren Regierungen vorzugehen. Die Gewaltbereitschaft ist weiter gestiegen in vielen Phänomenbereichen, bis hin zu Klimaschützern. Die Opposition fordert mehr Befugnisse für die Behörden. Wir
sind bei dem Kampf gegenüber dem Extremismus, ob religiös begründet oder rechts oder links, immer noch den Maßnahmen der Vergangenheit ausgesetzt. Es gibt keine Vorratsdatenspeicherung, es gibt keine KI-Gesichtserkennung und viele andere Dinge mehr. Das ist die Mottenkiste der Union, die sie 16 Jahre lang nicht in Regierungsverantwortung umgesetzt hat. Wir brauchen nicht solche verfassungsrechtlich zweifelhaften Instrumente, sondern wir brauchen eine effektive und funktionierende Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden. Zu komplex für einfache Lösungen, das ist die Lage. Leicht ist die Lektüre nicht. Ja, darüber wollen wir reden mit dem Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, mit Thomas Haldenwang. Guten Abend, Herr Haldenwang. Guten Abend, Frau Slomka. Wenn man sich Ihren Bericht heute so anhörte, in alle Richtungen, nach rechts, nach links, Islamisten, Russland, China, man hat das Gefühl, 360 Grad droht Gefahr. Können Sie überhaupt noch einen Schwerpunkt erkennen, woher die größte Gefahr droht? Ja, tatsächlich hatte ich heute nicht viel Positives zu berichten. Und ich tue mich auch sehr schwer, ein Ranking bei diesen verschiedenen Gefahren für die Sicherheit in unserem Land vorzunehmen. Wir sehen quasi einen Dreiklang, beginnend mit russischen Spionage, Sabotage, Cyberaktivitäten gegen deutsche Interessen. Wir sehen eben den wachsenden Islamismus und die Gefahr islamistisch-terroristischer Anschläge. Und wir sehen eben auch weiterhin einen erstarkenden Rechtsextremismus. All das muss uns besorgen, was die Sicherheit im Lande angeht. Im Moment jetzt bei der EM fragen sich natürlich viele auch, wie sicher ist diese EM? Da gab es ja auch ganz konkrete Drohungen vom Islamischen Staat. Befürchten Sie, dass es Anschlagsversuche geben wird, oder können Sie uns dazu mehr sagen? Ja, es gab ein hohes Grundrauschen, wie wir Sicherheitsbehörden das formulieren. Das heißt, es gab viel Propaganda von entsprechenden Bewegungen, die zu Terroranschlägen aufgerufen haben. Allerdings kann ich insoweit Entwarnung geben, dass den Sicherheitsbehörden keine konkreten Tatplanungen aktuell bekannt sind. Insofern, wir müssen alle sehr wachsam sein, aber wir dürfen die Gefahr auch nicht überhöhen. Die Gefahr von konkreten Anschlägen sehen wir aktuell nicht. Wir machen uns immer Sorge, dass möglicherweise radikalisierte Einzeltäter tätig werden. Die Sicherheitsbehörden sind aber auf diese Lage auch gut eingerichtet. Sie sprachen eben die russischen Versuche an, auch diese Gesellschaft zu destabilisieren mit Cyberangriffen. Aber befürchten Sie auch, dass auch ganz konkret Anschläge verübt werden von russischen Akteuren? Also zum Beispiel auch Bombenanschläge oder Ähnliches, die sich dann gar nicht so leicht auf ihre Verursacher vielleicht zurückführen lassen. Das ist ein Szenario, das wir so nicht auf dem Schirm haben. Wir wissen, die Russen nutzen tatsächlich den gesamten Werkzeugkasten der Möglichkeiten von Nachrichtendiensten. Und da gehören auch robuste Maßnahmen dazu. Wovor wir tatsächlich warnen, ist, dass es möglicherweise Sabotageaktionen auch gegen kritische Infrastrukturen in Deutschland geben könnte, gegen Logistikunternehmen, all das, was dazu beiträgt, die Ukraine zu unterstützen. Dass aber ein Anschlag gegen ein Sportereignis stattfindet, dieses Szenario halte ich für eher unwahrscheinlich. Was es aber gegeben hat in Frankreich und auch in Deutschland, ist, dass Antisemitismus auch vom Ausland mit befördert wird. Sehen Sie das als einen Versuch, quasi hier noch mehr zu polarisieren? Seit dem 7. Oktober des vergangenen Jahres, seit diesem bestialischen Angriff der Hamas gegen Israel, sehen wir einen enorm gesteigerten Antisemitismus in Deutschland, der sich ausdrückt eben auch in vielen Straf- und Gewalttaten. In einem nie dagewesenen Ausmaß müssen jüdische Menschen in Deutschland eben sich der Gefahr aussetzen, eben auch körperlich misshandelt zu werden. Wir haben ja Brandanschläge gegen Synagogen erleben müssen. Wir haben aufgemalte Davidsterne auf Häusern gesehen. Das hat es alles in der Form lange nicht gegeben. Und es wird von verschiedenen Akteuren eben auch befeuert. Es wird ja in der Vergangenheit immer gern gesagt, das sind eigentlich fast überwiegend Rechtsextreme, die Hakenkreuze an Wände malen und Ähnliches. Aber es wird doch jetzt eigentlich auch in dieser Zeit recht sichtbar, dass das, was Juden immer schon gesagt haben, dass es ganz stark aus islamischen, muslimischen, arabischstämmigen, türkischstämmigen Communities, die sich bedroht fühlen, dass das eben doch auch auf den Straßen jetzt noch stärker sichtbar wird.
Also gerade diese Szene wurde seit dem 7. Oktober sehr stark wahrgenommen. Das ist absolut zutreffend. In der Vergangenheit war der Antisemitismus insbesondere geprägt durch rechtsextremistische Aktivitäten. Antisemitismus ist die verbindende Klammer aller rechtsextremistischen Organisationen. Aber seit dem 7. Oktober eben auch durch islamistische Gruppierungen, durch radikalisierte Muslime. Und insofern kommt eben eine weitere große Gruppe dazu. Auch der deutsche Linksextremismus hat sich in Teilen eben diesem Antisemitismus angeschlossen oder türkische Rechts- und Linksextremisten. Also das ist eine sehr große Bandbreite. Dann sprechen wir noch mal über den Rechtsextremismus. Der Verfassungsschutz hat ja die AfD zum Beobachtungsfall erklärt. Teile der AfD, also Jugendorganisationen, Teile der Landesverbände als gesichert rechtsextrem. Das war ja früher etwas, was Parteien eigentlich dringend haben versucht zu verhindern, zu vermeiden, dass sie vom Verfassungsschutz beobachtet werden, weil es ihnen schadet. Bei der AfD hat man den Eindruck, A, es kümmert sie eigentlich nicht mehr und B, es schadet ihnen auch nicht. Ist das ein stumpfes Schwert geworden? Ich habe auch den Eindruck, dass sich unsere Beobachtungen nicht unmittelbar auf das Wählerverhalten auswirken. Aber unsere Arbeit ist natürlich wichtig, um die Politik, um die Gesellschaft vor diesen Gefahren des Rechtsextremismus zu warnen und eben auch vor einer Verdachtsfallpartei AfD. Denn dann kann auch die Gesellschaft, kann die Politik angemessen reagieren. Insofern ist unsere Tätigkeit auch zukünftig sehr wichtig. Herr Heidenlang, danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen, Frau Slomka. Laut Verfassungsschutz wächst auch die Reichsbürgerszene weiter. Und damit beginnen bei dir die Nachrichten, Gundula. Ja, der Szene der Reichsbürger gehören dem Bericht zufolge rund 25.000 Personen an, 2.000 mehr als im Jahr zuvor. In München hat zugleich ein dritter Prozess gegen 8 mutmaßliche Mitglieder begonnen. Sie sollen mit anderen einen gewaltsamen Umsturz der Bundesregierung geplant haben. Ihnen drohen lange Haftstrafen. Die Gruppe um Heinrich den 13., Prinz Reuß, umfasst aktuell 26 Beschuldigte. Sie waren Ende 2022 bei einer groß angelegten Antiterror-Razzia festgenommen worden. In Israel beteiligen sich erneut Tausende an Protesten gegen die Regierung von Premier Netanyahu. Sie fordern Neuwahlen und eine Vereinbarung mit der islamistischen Hamas über eine Waffenruhe, um die noch etwa 120 israelischen Geiseln zu befreien. Die Militäroperationen im Gazastreifen gegen die Hamas und in Nordisrael gegen die Hisbollah-Miliz dauern an. In der Region arbeitet ein US-Gesandter in diesen Tagen an einer Waffenruhe und einer diplomatischen Lösung. Die Situation sei ernst. Die Zahl der zivilen Todesopfer in Kriegen und Konflikten hat sich nach UN-Angaben weltweit um über 70% erhöht. Der Anteil der getöteten Kinder habe sich im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht, sagte der UN-Menschenrechtskommissar Türk. Die Kriegsparteien würden zunehmend die Grenzen des Akzeptablen und Legalen überschreiten. Sie zeigten völlige Verachtung für den anderen und träten Menschenrechte mit den Füßen. Die Chancen des scheidenden niederländischen Regierungschefs Mark Rutte auf den Posten des NATO-Generalsekretärs sind deutlich gestiegen. Ungarn und die Slowakei signalisierten, dass sie ihre Widerstände aufgeben. Die Entscheidung über die Nachfolge von Jens Stoltenberg soll im Juli zum 75-jährigen Jubiläum der Militärallianz fallen. In Vorbereitung des NATO-Gipfels in Washington erklärte Stoltenberg dort, dass die Verteidigungsausgaben der meisten NATO-Länder mittlerweile das 2%-Ziel erreichten. Russlands Präsident Putin ist auf einer seiner seltenen Auslandsreisen im kommunistischen Nordkorea eingetroffen. Gemeinsam mit Machthaber Kim Jong-un setzt er auf einen Ausbau der Beziehungen. Das abgeschottete Nordkorea unterstützt Putins Krieg gegen die Ukraine nach westlichen Erkenntnissen auch mit Waffenlieferungen, was Moskau und Pjöngjang zurückweisen. Zugleich strebt Putin intensivere Handelsbeziehungen mit Nordkorea an, auch um westliche Sanktionen zu umgehen. Angesichts der Bedrohungen von außen wollen die Europäer eigentlich Geschlossenheit zeigen. Nicht nur bei der Auswahl des neuen NATO-Generalsekretärs, da ist das ja, wie wir eben gehört haben, offenbar gelungen, sondern auch bei der Verteilung ihrer wichtigsten EU-Posten. Alles sprach dafür, dass das beim EU-Gipfel gestern in Brüssel weitgehend geklärt und abgeräumt wird. Olaf Scholz drängte auf Eile. Emmanuel Macron hat gerade andere Probleme.
Es sah jedenfalls nach einem unproblematischen EU-Treffen aus. Doch es kam anders. Was da los war, berichtet Isabel Schäfers. 190 Abgeordnete kommen heute zum ersten Mal zusammen, die Fraktion der Europäischen Volkspartei. Sie ist auch nach der Europawahl die größte Fraktion mit noch größerem Abstand als vorher. Und aus dieser Siegerposition heraus erwächst ein klarer Anspruch. Wir sind als Europäische Volkspartei als Wahlgewinner diejenigen, die Europa jetzt eine neue Richtung geben wollen. Europa muss sich ändern, muss den Wählerauftrag ernst nehmen und das setzt sich dann in Personen über. Ein Anspruch, der in seiner neuen Härte das Drehbuch für den gestrigen Gipfel durcheinanderbrachte. Eigentlich schien alles klar, eigentlich schien alles so einfach. Europa wollte zeigen, dass es handlungsfähig ist. Angesichts all der Krisen, die wir haben, müssen wir schnell zu einer Entscheidung kommen. Ich bin sicher, dass es schnell und zügig geht. Klar ist, Ursula von der Leyen soll wohl EU-Kommissionspräsidentin bleiben. Und der Posten der EU-Außenbeauftragten könnte an die Estin Kaja Kallas gehen. Als möglichen Präsidenten des Europäischen Rates brachten die Sozialdemokraten den Portugiesen Antonio Costa ins Spiel. Doch ganz so einfach war es nicht, wie sich gegen Mitternacht herausstellte. Es waren gute Gespräche, die in die richtige Richtung gehen, aber es gibt zu diesem Zeitpunkt noch keine Einigung. Was war passiert? Die EVP, der Wahlsieger, lässt die Muskeln spielen, fordert unerwartet auch den Posten des Ratspräsidenten, zumindest für die Hälfte der Legislatur. Die proeuropäischen, die demokratischen Parteien in der Mitte haben diese Verpflichtung, diesen Konsens zu erzeugen. Aber es muss der Wählerwille gespiegelt werden. Die EVP riskiert zumindest eine institutionelle Krise auf europäischer Ebene, wenn man sich jetzt nicht schnell im Juni einigt. Und eigentlich sollte auch ihr Interesse sein, relativ schnell zu einer Einigung zu kommen, mit der alle Parteien der Mitte leben können. Und dann sind da die Vertreter der Parteien rechts außen, wie die Italienerin Giorgia Meloni. Sie haben bei den Wahlen stark zugelegt, melden hinter den Kulissen ihren Anspruch auf Spitzenposten an. Der Vorwurf, die etablierten Parteien würden die Realität der erstarkten Rechtsaußenparteien nicht berücksichtigen. Es ist wirklich schwierig. Die Koalition aus Sozialisten, EVP und Liberalen steht und deren Deal auch. Machtansprüche, Postengeschacher, neuer Konflikt. All das wollte man eigentlich vermeiden. Beim nächsten Gipfel Ende Juni wird sich zeigen, ob dann die erhoffte Einigkeit doch noch eintritt. Und jetzt geht's bei dir noch mal weiter, Gundula, mit Wirtschaft, und zwar mit der Automobilbranche. Jawohl. Die meisten nach Deutschland importierten Elektroautos kommen nach wie vor aus China. Und das, obwohl die Nachfrage nach E-Autos hierzulande schwach bleibt. Stefanie Berret, die EU-Kommission droht China ja bereits mit Strafzöllen auf E-Autos. Wie realistisch sind die? Also noch ist tatsächlich die europäische Tür offen für Verhandlungen. Sollten diese aber scheitern, dann könnten die europäischen Sonderzölle bereits im Juli greifen. Aber sie treffen derzeit auf einen ziemlich überschaubaren Abnehmerkreis, muss man sagen. Denn die Nachfrage nach Elektroautos ist hierzulande nach dem Auslaufen der Umweltprämie sehr schwach. Bereits von Januar bis April gingen die Einfuhren reiner E-Autos aus China im Vorjahresvergleich um rund 16% zurück. Insgesamt brachen die Importe von Stromern nach Deutschland sogar um gut 45% ein. Dabei kämpften Importe aus Südkorea und Tschechien besonders stark mit Absatzproblemen hierzulande. Chinas Anteil in der Kategorie E-Autos bleibt zwar mit gut 40% in Deutschland führend, aber nach wie vor macht diese Fahrzeugklasse bei uns einfach einen eher geringen Anteil aus. Morgen reist ja Bundeswirtschaftsminister Habeck nach China und zunächst nach Südkorea. Was wird er erreichen können? Also da sollte man die Erwartungen nicht allzu hoch schrauben. Habeck reist mit einer kleineren Mittelstandsdelegation zu den beiden wichtigsten Exportmärkten in Fernost. Südkorea ist ja nach China die Nummer 2. Deutschland liefert vor allem Autos und Fahrzeugteile dorthin. In China wird Habeck sicherlich das Thema Wettbewerbsverzerrungen ansprechen. Für die Zölle ist aber allein die EU zuständig. Es wird aber wohl vor allem darum gehen, die Gesprächskanäle weiterhin offen zu halten. Vielen Dank, Stefanie, nach Frankfurt.
Bei der muslimischen Wallfahrt Hadsch in Saudi-Arabien sind offenbar viele Menschen an der großen Hitze in der Region gestorben. Nach Behördenangaben ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 64 gestiegen. Viele der Pilger aus Ägypten, Jordanien oder Tunesien etwa hätten einen Hitzeschlag erlitten. Am Hadsch nahmen in diesem Jahr 1,8 Millionen Gläubige teil. Die französische Schauspielerin Anouk Aimée ist im Alter von 92 Jahren in Paris gestorben. Außergewöhnlich talentiert spielte sie oft geheimnisvolle Frauen, drehte mit den bedeutendsten Regisseuren und Schauspielern. International bekannt wurde Aimée 1960 mit dem Fellini-Film La Dolce Vita. Der Liebesfilm Ein Mann und eine Frau brachte ihr mehrere Filmpreise und eine Oscar-Nominierung ein. Für ihr Lebenswerk wurde Aimée mit dem César sowie dem Goldenen Ehrenbären der Berlinale ausgezeichnet. Das Wetter in Deutschland hat vielen Fußballfans, die zum Public Viewing wollten, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es gab schwere Gewitter, teils mit Hagel und Sturmböen. In mehreren Städten wurden die Fanzonen vorsorglich geschlossen, wie hier in Leipzig. Auch in Dortmund, Berlin, Köln und Düsseldorf war Public Viewing nicht möglich. Die Veranstalter erklärten, die Sicherheit der Fans habe Priorität. Das 18-Uhr-Spiel Türkei gegen Georgien fiel aber nicht ins Wasser. Und auch wenn viele Fans zunächst enttäuscht waren, die Partie nicht gemeinsam mit tausenden anderen auf großer Leinwand sehen zu können, das, was sie dann zu sehen bekamen, dürfte sie darüber etwas hinweggetröstet haben. Denn das Spiel war ein echtes Spektakel. Nass, aber intensiv. Michael Kreuz mit den Highlights. Überschäumende türkische Euphorie auf dem Platz und auf den Rängen nach dem 3:1-Erfolg. Ebenso temperamentvoll auch das Spiel. Die Türkei mit leichtem Chancenplus. Der Ball kommt zu Müldür. Und welch ein Schuss, das 1:0 in der 25. Minute. Mert Müldür mit vollem Risiko. Ein kleines Kunstwerk. Die Georgier bleiben aber auf Augenhöhe. Nur 7 Minuten später. Kochoraschwili. Schönes Dribbling. Mikautadze, der Ausgleich. Tolle Vorbereitung mit dem Übersteiger und dann vollendet Mikautadze 1:1. Und nach dem Wechsel geht es im gleichen Tempo weiter. Der 19-jährige Arda Güler. Und auch er trifft künstlerisch wertvoll die erneute Führung für die Türkei nach 65 Minuten. Weiter Chancen fast im Minutentakt. Jetzt wieder die Georgier. Herrlicher Doppelpass. Und Kochoraschwili trifft nur die Latte. Kurz vor Schluss wirft Georgien alles nach vorne, inklusive Torwart. Freistoß Kvaratskhelia. Und diesmal ist es der Pfosten, der den Ausgleich verhindert, erst in der Wiederholung zu erkennen. Und danach wird es besonders bitter für die Georgier. Aktürkoglu kann unbedrängt auf das verwaiste Tor zulaufen und zum 3:1 vollenden. Der Abschluss eines spektakulären Spiels. Und die Abendpartie zwischen Portugal und Tschechien ist inzwischen auch zu Ende. 2:1 für Portugal. Wie das Wetter in den nächsten Tagen wird, das erzählt Ihnen gleich Özlem Terli. Und danach geht's bei Markus Lanz weiter. Bis morgen. Tschüss. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ja, heute sind einige Gewitter durchgezogen, die ziemlich viel Regen gebracht haben und auch Hagel. Und durchgezogen ist genau das Richtige. Schauen Sie mal hier im Westen, wie diese eine einzige Zelle einmal quer über Deutschland gezogen ist, Richtung Osten. Da wandert sie, da sehen Sie, wie sie es rüberzieht und dann raus aus Deutschland. Es war tatsächlich ein Gewitter. Ja, und dann sind etliche Gewitter jetzt derzeit im Osten aktiv. Sie sehen es hier, wie das hier gleich ja regelrecht aufflammt. Und das geht auch noch in den nächsten Stunden so bis in die Frühstunden. Und von Südwesten kommen neue Gewitter auf. Aber wenn Sie Richtung Norden schauen, sehen Sie hier noch weitere Flecken. Das ist Regen. Es war heute Dauerregen im Norden angesagt. Das setzt sich auch noch fort in der Nacht und verabschiedet sich erst morgen nach Osten. Ja, und wie kam das zustande? Das war diese Luftmassengrenze hier quer über Deutschland. Auf der Südseite kam hier sehr warme Luft an, auf der Nordseite kühle.
Und das Ganze verabschiedet sich allmählich und im Norden vor allem setzt sich dann kühlere Luft durch. Das sehen wir bei den Tiefstemperaturen in der Nacht. Hier 10 Grad, im Südwesten zum Beispiel 18 Grad. Ja, und morgen der Regen im Osten, der zieht allmählich ab den Frühstunden. Ja, und dann kommen von Südwesten neue Gewitter auf. Ja, und Richtung Bayern, da scheint verbreitet die Sonne und dann steigen die Temperaturen auf 31 Grad, 17 bis 18 Grad nur im Norden mit der kühleren Luft. Die nächsten Tage, ja, am Donnerstag ist es erst trocken, erst am Nachmittag kommen hier diese Gewitter auf bis 30 Grad. Freitag kommt die nächste Runde mit Unwettern bis 31. Samstag ist es dann etwas kühler. Ja, kommen Sie gut durch die Gewitter und durch die Nacht.